Am 13. Januar 2014 erhielt Richard Berman eine beängstigende E-Mail von seiner Ex-Frau Jennifer. Darin warnte sie ihn vor etwas Schrecklichem. Jede Tat hat ihre Konsequenzen. Je schlimmer die Tat, desto schrecklicher die Folgen. Sei also nicht überrascht, was dich erwartet, denn tief in deinem Inneren weißt du, dass die Strafe unvermeidlich ist. Du hast es verdient. Der beunruhigte Richard legte alle seine Angelegenheiten beiseite und eilte zu seiner Ex-Frau, in der Hoffnung, das Schreckliche noch verhindern zu können. Doch als er bei Jennifer ankam, musste er feststellen, dass es bereits zu spät war. Richard und Jennifer Berman lernten sich 1990 auf einer Party bei gemeinsamen Freunden kennen. Zu diesem Zeitpunkt war er 27 Jahre alt und sie 24 Jahre. Der junge Mann fand die hübsche, schlanke Blondine sofort attraktiv. Einen Monat später begannen die beiden sich zu treffen. Damals stand Richard noch am Anfang seiner Karriere in einer Immobilienfirma, während Jennifer als Krankenschwester in einem Krankenhaus arbeitete. Ihr bescheidenes Einkommen reichte nur für eine kleine Wohnung in West Palm Beach, Florida, wohin sie 1991 zogen. Bald machte Richard seiner Freundin einen Heiratsantrag und sie willigte freudig ein, ihn zu heiraten. 1992 feierten sie eine prächtige Hochzeit in Miami. Die Verliebten glaubten, dass ihnen ein langes, glückliches Familienleben bevorstand, doch die Realität erwies sich als komplizierter. Die ersten Jahre der Ehe der Bermans waren von Glück und Harmonie geprägt, doch mit der Zeit entwickelten sich auf Seiten des Ehemanns starke Eifersuchtsgefühle. Als er seine Frau eines Tages bei der Arbeit besuchte, wurde er Zeuge, wie fürsorglich und zugewandt Jennifer mit einem ihrer Patienten umging. Der Mann begann zu vermuten, dass zwischen seiner Frau und dem Patienten mehr als nur eine berufliche Beziehung bestehen könnte. Richards Eifersucht wuchs von Tag zu Tag und bald bestand er darauf, dass seine Frau ihre Stelle im Krankenhaus aufgab und Hausfrau wurde. Zu diesem Zeitpunkt war sein Einkommen bereits deutlich gestiegen, sodass der Wegfall ihres Gehalts keine finanziellen Folgen für die Familie Berman hatte. Nach dem Ausscheiden aus dem Krankenhaus fühlte sich Jennifer zunächst unwohl, da sie nun vollständig von ihrem Mann abhängig war. Doch mit der Zeit gewöhnte sie sich an ihre neue Rolle als Hausfrau und begann, verschiedene Interessen und Beschäftigungen für sich zu entdecken. 1994 kauften die Eheleute mit Hilfe einer Hypothek ein luxuriöses Anwesen im Wert von $1 Million in einer historischen und prestigeträchtigen Gegend von West Palm Beach. Jennifer widmete sich mit Begeisterung der Einrichtung des neuen Familienheims. Schon seit ihrer Hochzeit hatten die Bermans geplant, Kinder zu bekommen, doch lange Zeit blieb dieser Wunsch unerfüllt. Erst 1997, nach einer langen und kostspieligen Behandlung, wurde Jennifer schwanger. Zunächst kam ihr lang ersehnter Sohn Alex zur Welt. Ein Jahr später wurde die Tochter Jacqueline geboren. Die junge Mutter liebte ihre Kinder sehr und widmete sich vollständig ihrer Erziehung. Jennifer war eine leidenschaftliche Liebhaberin klassischer Musik und stellte mit Freude fest, dass auch ihr heranwachsender Sohn und ihre Tochter diese Begeisterung teilten. Als Alex und Jacqueline 6 bzw. 7 Jahre alt waren, besuchten sie die renommierte staatliche Kunstschule Alexander Dreyfus in West Palm Beach. Die Kinder der Familie Berman zeigten außergewöhnliche musikalische Begabungen. Alex spielte brillant Cello und die Musterschülerin Jacqueline überzeugte durch ihr hervorragendes Geigenspiel. Darüber hinaus waren beide auch schulisch sehr erfolgreich. Andere Eltern betrachteten Alex und Jacqueline als Vorbilder für ihre eigenen Kinder. Jennifer widmete sich ganz der Förderung ihres Sohnes und ihrer Tochter. Sie brachte sie zur Schule, holte sie nach dem Unterricht ab und begleitete sie zu Proben und Konzerten. Alex und Jacqueline traten häufig als Teil des Schulensembles auf. Währenddessen widmete sich Richard Berman als Familienvater ganz seiner Arbeit, um seiner Frau und seinen Kindern ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen, was ihm zunächst auch gelang. Schritt für Schritt arbeitete er sich beruflich nach oben und wurde 2005 Leiter jener Immobilienfirma, bei der er fast 15 Jahre zuvor als Praktikant begonnen hatte. Im Jahr 2007 kam es jedoch in den Vereinigten Staaten zur Hypothekenkrise, die erhebliche Probleme auf dem Immobilienmarkt auslöste. Im ganzen Land kam es zu Massenentlassungen, Kursverlusten, Bankenpleiten und zahlreichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Richards Unternehmen musste zwar nicht schließen, doch sein Einkommen ging drastisch zurück.
Er konnte seine Familie nicht mehr allein auf dem gewohnten Lebensniveau versorgen. Und obwohl er seiner Frau vor langer Zeit versprochen hatte, dass sie niemals wieder arbeiten müsse, sah er sich nun gezwungen, Jennifer zu bitten, sich eine Arbeitsstelle zu suchen, da sie andernfalls ihr luxuriöses Haus verlieren könnten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie seit mehr als 13 Jahren nicht mehr gearbeitet. Sie hatte sich so sehr an ihre Rolle als Hausfrau gewöhnt, dass sie die Bitte ihres Mannes, wieder im Krankenhaus zu arbeiten, sofort ablehnte. All dies führte zu wachsenden Spannungen in der Ehe. Ein Jahr später, im Jahr 2008, reichte Richard die Scheidung ein. Diese unerwartete Entwicklung machte Jennifer schlagartig bewusst, dass sie im Fall einer Trennung ihren bisherigen Lebensstandard nicht würde halten können. Als ihr dies klar wurde, erklärte sie sich bereit, wieder zu arbeiten und nahm eine Stelle als Krankenschwester an. Als Richard sah, dass seine Frau nachgegeben hatte, änderte er seine Haltung und zog den Scheidungsantrag zurück. Das Ehepaar lebte weiterhin zusammen, doch ihre Beziehung war nicht mehr so harmonisch wie früher. Eine Freundin von Jennifer erklärte später, das Vertrauen zwischen den beiden sei verloren gewesen. Nach außen hin wirkten sie weiterhin wie eine vorbildliche Familie, doch dieser Eindruck täuschte. Jennifer war überzeugt, dass ihr Mann sie betrogen hatte. Sie glaubte, Richard habe sie hintergangen, indem er sie zunächst dazu gedrängt habe, ihre frühere Arbeit aufzugeben, um sie später wiederum zu zwingen, erneut arbeiten zu gehen. Ihr Vertrauen in ihn war nachhaltig erschüttert. Die Zeit verging und die wirtschaftliche Krise wirkte sich weiterhin auf die finanzielle Situation der Familie Berman aus. Im Jahr 2010 mussten sie ihr luxuriöses Haus für $1.200.000 verkaufen, ihre Schulden begleichen und in ein anderes kreditfinanziertes Haus in West Palm Beach ziehen, das in einer weniger angesehenen Gegend lag. Die Eheleute entfremdeten sich zunehmend voneinander. Sie lebten wie Nachbarn unter einem Dach und blieben vor allem der Kinder wegen zusammen. Richard begann, seine Frau zu betrügen. Ob Jennifer ihrerseits Affären hatte, blieb unklar. Für sie stellte die Untreue ihres Mannes jedoch den letzten Auslöser dar. Im August 2012 erfuhr sie, dass Richard eine Beziehung zu einer deutlich jüngeren Frau hatte. Daraufhin reichte Jennifer die Scheidung ein und erklärte ihrem Mann, er sei ein Verräter und müsse das Haus unverzüglich verlassen. Richard reagierte empört. Er war nicht bereit, aus dem Haus auszuziehen, für das er weiterhin Hypothekenzahlungen leistete. Er erklärte, dass er sich nicht scheiden lassen wolle und mit der bestehenden Beziehung zufrieden sei. Zu seiner Frau sagte er: »Du bekommst keinen Cent von mir. Wenn du glaubst, dass ich dir nach der Scheidung das Haus überlasse und weiterhin die Hypothek sowie Unterhaltszahlungen übernehme, irrst du dich.« Das Scheidungsverfahren zog sich über einen langen Zeitraum hin. Weder Richard noch Jennifer waren bereit nachzugeben. Sie lebten weiterhin gemeinsam in ihrem Haus, zusammen mit ihrem Sohn Alex und ihrer Tochter Jacqueline. Bekannt ist, dass Richard in dieser Zeit erheblichen Druck ausübte, um seine Frau zum Auszug zu bewegen. Er provozierte Streit, verursachte Konflikte und sorgte wiederholt für Unruhe. Einmal, als die Kinder bei ihrer Großmutter zu Besuch waren, bestellte er fremde Frauen ins Haus und verbrachte die Nacht mit ihnen, während seine Frau im Nebenzimmer schlafen musste und gezwungen war, die Geräusche dieser Nacht zu ertragen. Jennifer war zutiefst verzweifelt. Sie hätte nie gedacht, dass ihr Mann zu einem solchen Verhalten fähig sein könnte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei und erklärte, Richard übe emotionalen Druck auf sie aus. Sie hoffte, eine gerichtliche Anordnung zu erwirken, die ihm verbieten würde, sich ihr und den Kindern zu nähern, doch sie verlor das Verfahren. Richard beauftragte erfahrene Anwälte und setzte durch, weiterhin in dem gemeinsamen Haus leben zu dürfen. Das Einzige, was in dieser Situation noch Bestand hatte, war, dass beide Eltern versuchten, ihren Sohn und ihre Tochter aus dem offenen Konflikt herauszuhalten, zumindest bis zum Frühjahr 2013, als Richard erneut eine Feier mit fragwürdigen Gästen veranstaltete. In diesem Moment verlor Jennifer endgültig die Geduld. Sie teilte ihrem Mann mit, dass sie vorübergehend mit den Kindern zu ihrer Mutter ziehen werde. Jennifers Mutter lebte ebenfalls in West Palm Beach. Sie war bereits hochbetagt und schwer krank. Ihre gesamte Rente floss in Medikamente und Arztbesuche. Jennifer war sich bewusst, dass sie nicht auf die finanzielle Unterstützung ihrer kranken Mutter zählen konnte. Zu dieser Zeit zögerte Richard die Scheidung weiterhin hinaus, was ihm das Recht gab, keinen Unterhalt zu zahlen.
Somit lasteten alle Kosten für den Unterhalt von Alex und Jacqueline auf Jennifer. Es ist bekannt, dass die Frau im April 2013 eine teure Uhr, die sie von ihrem verstorbenen Vater geerbt hatte, in einem Pfandhaus versetzte. Von dem Erlös kaufte sie Kleidung für die Kinder und tankte ihr Auto. Jennifer war verzweifelt. Sie verzichtete auf die Dienste ihres Scheidungsanwalts, da ihr das Geld ausgegangen war. Gleichzeitig reichte sie beim Gericht einen Antrag ein und bat Richard um finanzielle Unterstützung, doch ihr Ehemann blieb unnachgiebig. Jennifer arbeitete weiterhin als Krankenschwester im Krankenhaus. Sie kam mit ihren Aufgaben gut zurecht, doch aufgrund der finanziellen Not war sie gezwungen, sich zusätzliche Nebenbeschäftigungen zu suchen. Nachts pflegte sie einen älteren Mann. Sie arbeitete nahezu jeden Tag 12 Stunden lang. Damals wusste die Frau noch nicht, welche neue Prüfung das Schicksal für sie bereithielt. Im September 2013 verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Jennifers Mutter dramatisch und nur wenige Tage später starb die ältere Frau. Jennifer war ohnehin bereits emotional erschöpft und der Tod ihrer Mutter traf sie besonders hart. Sie verfiel in eine schwere Depression, weshalb sie kaum noch in der Lage war, regelmäßig zur Arbeit im Krankenhaus zu gehen. Sie war verzweifelt und aus diesem Grund begannen ihre Schulden wie ein Schneeball anzuwachsen. Im November 2013 ließen sich die Bermans offiziell scheiden. Jennifer hoffte, nun die Hälfte des Hauses zu erhalten und dass Richard Unterhalt zahlen würde. Sie glaubte, ihr Leben könne sich endlich zum Besseren wenden, doch es kam anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Richards Geschäft begann zu dieser Zeit zu florieren. Der Mann war ein erfolgreicher Immobilienmakler, der Häuser im Wert von mehreren Millionen Dollar in Südflorida verkaufte. Nach der Scheidung war Richard zwar verpflichtet, Unterhalt zu zahlen, doch sein offiziell angegebenes monatliches Einkommen belief sich lediglich auf $2.888, weshalb er nur zur Zahlung des gesetzlich festgelegten Mindestbetrags verpflichtet wurde, $600 pro Kind. Es ist bekannt, dass der Vater zusätzlich die Krankenversicherung für Alex und Jacqueline übernahm und Jennifer bei der Wartung ihres Autos unterstützte. Was das gemeinsame Haus der Familie Berman betraf, verzögerte Richard mit Hilfe seiner Kontakte in der Immobilienbranche den Verkauf systematisch. Jennifer hätte den Verkauf beschleunigen können, doch dafür hätte sie Anwälte beauftragen müssen, für die ihr schlicht das Geld fehlte. Kurz darauf kaufte Richard ein neues, luxuriöses Haus für $1,5 Millionen sowie einen neuen Bentley. Beide Käufe tätigte er über seine Immobilienfirma. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass der Vater seine leiblichen Kinder nicht vernachlässigte. Er machte ihnen teure Geschenke und nahm sie mit in Restaurants sowie zu verschiedenen Veranstaltungen. Möglicherweise versuchte er auf diese Weise, Alex und Jacqueline dazu zu bewegen, in sein neues Haus zu ziehen. Der Mann setzte alles daran, seinen Kindern im Teenageralter zu zeigen, dass er ihnen ein komfortables Leben bieten konnte. Der Konflikt zwischen den ehemaligen Ehepartnern war jedoch deutlich unausgeglichen. Jennifers monatliches Gesamteinkommen belief sich auf etwa $2.000. Sie bezahlte die elitäre Kunstschule ihrer Kinder und sorgte für Lebensmittel. Die Frau kam kaum über die Runden und hatte praktisch kein Geld mehr zum Leben. Sie lebte weiterhin gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Tochter im Haus ihrer verstorbenen Mutter. Doch bald erwartete Jennifer eine weitere schmerzhafte Überraschung. Es stellte sich heraus, dass die Immobilie ihrer Mutter bei der Bank belastet war. Jennifers Mutter hatte einen hohen Kredit für ihre medizinische Behandlung aufgenommen, da sie um ihr Leben gekämpft hatte. Leider hatte sie diese Information vor ihrer Tochter verborgen. Im Dezember 2013 erhielt Jennifer ein Schreiben der Bank, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie im Februar 2014 das Haus verlassen müsse, da es zur Begleichung des Kredits verwertet werde. Nach all diesen Ereignissen begannen sich in Jennifers Gedanken dunkle Vorstellungen zu formen. Ende 2013 zog sie gemeinsam mit Alex und Jacqueline aus dem Haus ihrer verstorbenen Mutter aus und kehrte in ihr früheres, inzwischen leerstehendes Haus zurück, in dem die Familie Berman einst zu viert glücklich gelebt hatte. An einem der Tage vor Neujahr unterhielt sich Jennifer mit ihrer Freundin. Sie beklagte sich, dass sie müde sei und keinen Sinn mehr im Leben sehe. Die Freundin riet ihr dringend, einen Psychiater aufzusuchen. Jennifer folgte diesem Rat und suchte einen Arzt auf, der ihr mehrere Psychotherapiesitzungen empfahl, doch sie hatte weder das Geld noch die Zeit dafür. Daher beschränkte sich die Behandlung lediglich auf die Einnahme von Antidepressiva.
Leider konnten die verschriebenen Medikamente den psychischen und emotionalen Zustand der Frau nicht verbessern. Der letzte Auslöser war, dass Alex und Jacqueline erklärten, sie wollten ein besseres Leben führen. Sie sagten, sie wollten zu ihrem Vater ziehen. Unmittelbar nach Beginn des neuen Jahres 2014, in den ersten Januartagen, kaufte Jennifer von ihrem gesamten verbliebenen Geld ein Jagdgewehr, einen Schalldämpfer und Patronen. In der Nacht vom 12. auf den 13. Januar wartete die Mutter, bis Alex und Jacqueline eingeschlafen waren, nahm die Waffe und ging zuerst in das Zimmer ihres Sohnes und anschließend in das ihrer Tochter. Danach schickte sie ihrem Ex-Mann eine Nachricht mit den Worten »Du hast es verdient« und betätigte anschließend erneut den Abzug. Richard las diese Nachricht erst einige Stunden später. Er wählte Jennifers Nummer, doch niemand nahm ab. Der Mann packte hastig seine Sachen, setzte sich ins Auto und fuhr zu seiner Ex-Frau. Zu diesem Zeitpunkt war es etwa 8 Uhr morgens. Unterwegs rief er den Notruf an. Trotz wiederholter Warnungen des Disponenten, auf die Polizei zu warten, betrat er das Haus. Dort bot sich ihm ein schreckliches Bild. Richard ging in das Schlafzimmer von Alex. Als er den Raum betrat, hörte er den Wecker klingeln, doch sein Sohn lag regungslos im Bett. Als der Vater näher trat, sah er, dass Blut aus dem Ohr des Jungen lief. Der Mann konnte kaum begreifen, was er sah. Anschließend fand er seine Tochter Jacqueline in ihrem Schlafzimmer. Sie lag ebenfalls im Bett und hatte eine Schusswunde am Kopf. Ihr Gesicht war stark entstellt. Jennifer lag in der Küche. An den Wänden befanden sich Blutspritzer. Neben ihr lag das Gewehr. Auf dem runden Glastisch standen 2 leere Weinflaschen. Dort fand Richard auch einen Zettel, den seine Ex-Frau hinterlassen hatte. »Ich fühle mit denen, die uns geliebt haben und denen es jetzt wehtut.« Eine ähnliche Nachricht hatte Jennifer zuvor per E-Mail an ihren Cousin geschickt, dem sie sehr nahe gestanden hatte. Darin schrieb sie, dass sie keine Kraft mehr habe, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen und dass sie beabsichtige, aus dem Leben zu scheiden und ihre Kinder mitzunehmen. Die eintreffenden Polizeibeamten bestätigten Richards schlimmste Befürchtungen. Alle 3 waren tot. Zum Zeitpunkt ihres Todes war Alex 16 Jahre alt, Jacqueline 15 Jahre und ihre Mutter war 48 Jahre alt. Bei der Durchsicht der Gerichtsunterlagen zur Scheidung stellten die Polizeibeamten fest, dass Jennifer sich wiederholt über ihren Mann beschwert hatte, darüber, dass er sie ohne ausreichende finanzielle Mittel zurückgelassen habe. Sie berichtete, dass sie persönliche Gegenstände verkaufen musste, um Lebensmittel kaufen zu können. In ihren Aussagen fanden sich zudem Hinweise darauf, dass ihr Ehemann Richard während des Scheidungsverfahrens, als sie noch unter einem Dach lebten, Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs kaufte und diese in seinem Zimmer versteckte, sodass weder seine Frau noch seine Kinder Zugang dazu hatten. Sie gab an, dass er sogar Toilettenpapier vor ihnen verborgen habe. Da sie getrennt von ihrem Ehemann lebte, beliefen sich Jennifers monatliche Ausgaben auf etwa $4.500, während ihr Einkommen nur etwa halb so hoch war. Dadurch wuchsen ihre Schulden von Monat zu Monat weiter an. Es ist bekannt, dass Richard während des Scheidungsverfahrens keine Hypothekenzahlungen für das Familienhaus geleistet hatte. Nach der Scheidung plante Jennifer, das Haus für $590.000 zu verkaufen, doch diese Immobilie war mit einer Hypothek belastet. Laut Gerichtsunterlagen beliefen sich die gesamten Verbindlichkeiten von Jennifer gegenüber den Banken auf mehr als $600.000. Angehörige waren der Ansicht, dass genau diese Situation letztlich zur schrecklichen Tragödie in der Familie Berman geführt habe. Der Cousin der Verstorbenen, der anonym bleiben wollte, berichtete, dass seine Verwandte bereits früher negative Gedanken gehabt habe. Seiner Einschätzung nach habe Jennifer sich davon überzeugt, dass sie die Schwierigkeiten des Lebens nicht mehr bewältigen könne und schließlich aufgegeben. Sie habe nicht aus Rachsucht gehandelt, sondern geglaubt, das Richtige zu tun. Sie habe einfach keine Zukunft mehr gesehen. »Das ist Wahnsinn«, kommentierte Jennifers Cousin die Tragödie. Die Nachbarn der Familie Berman berichteten, dass sowohl Jennifer als auch Richard gute Eltern gewesen seien. Sie hätten sich selten gestritten, doch als es zur Scheidung kam, habe es tatsächlich Auseinandersetzungen und Skandale zwischen ihnen gegeben. Einer der Nachbarn erzählte, dass er Jennifer 2 Tage vor der Tragödie gesehen und mit ihr gesprochen habe. Sie sei aufgebracht und traurig gewesen, ihr Gesicht habe etwas Unwirkliches gehabt. Sie habe nicht wie sie selbst gewirkt.
Ihre Augen seien leer gewesen. Jennifer habe ihrem Nachbarn angeboten, ihr Haus zu einem sehr niedrigen Preis zu verkaufen. Sie habe so schnell wie möglich Geld gebraucht, um ihre Schulden zu begleichen. Am Ende des Gesprächs habe die Frau gesagt: „Ich bin bereit, in eine neue Welt aufzubrechen." Der Nachbar verabschiedete sich von Jennifer und erzählte später seiner Frau von diesem seltsamen Gespräch. Er äußerte seine Befürchtungen, doch seine Frau meinte, man solle sich nicht in die Angelegenheiten einer fremden Familie einmischen. Richard litt sehr unter dem Verlust seines Sohnes und seiner Tochter. Einigen Quellen zufolge verfiel der Mann für eine gewisse Zeit dem Alkohol, raffte sich jedoch später wieder auf. In einem Interview erklärte Richard: „Das alles ist schrecklich und grauenvoll. Jennifer war einmal eine gute Ehefrau und Mutter, aber die Scheidung hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Um sich an mir zu rächen, hat sie mir das Liebste genommen, was ich hatte. Das ist das egoistischste und schrecklichste Verbrechen, das man sich vorstellen kann." Im Jahr 2015 verfügte Richard Berman plötzlich über mehrere Millionen $, mit denen er einen Fonds zur Unterstützung talentierter Schülerinnen und Schüler der Dreyfus Kunstschule gründete, die seine Kinder besucht hatten. Dieser Fonds existiert bis heute. Richard Berman ist heute 60 Jahre alt. Er ist verheiratet, lebt weiterhin in seinem luxuriösen Haus und leitet eine Immobilienfirma in West Palm Beach. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.